Es gibt ja viele verschiedene SD2I-ECs, also Kartenleser, die man am C64 als Floppy-Ersatz nutzen kann. Zumindest bei meinen SD2I-ECs ist es also so, dass die alle den gleichen Kern benutzen. Das heißt, sie sind alle auf die gleiche Art und Weise bedienbar und abgesehen von den verschiedenen Features können die auch alle das Gleiche. Was man nun damit alles anstellen kann, wie man mit diesen SD2I-ECs umgeht, insbesondere auch im Zusammenspiel mit einem echten Commodore Floppy-Laufwerk, das zeige ich heute. Das Video wird heute etwas länger, soll aber auch gleichzeitig so eine Art Kompendium sein, später mal zum Nachschlagen, wenn man eine bestimmte Aufgabe vorhat. Wie ging das gleich noch? Einfach hier in die Kapitel reinspringen, ich habe das entsprechend markiert und dann weiß man genau, wo man hin muss. Ich verwende heute das SD2I-EC mit Display, dann können wir nebenbei nämlich so ein bisschen sehen, was alles passiert auf dem C64 bzw. auf dem SD2I-EC. Exemplarisch, wie gesagt, die können alle das Gleiche, es würde also mit jedem anderen auch funktionieren. Was brauchen wir jetzt alles dazu? Im Prinzip das SD2I-EC selbst, natürlich eine SD-Karte und ein serielles Kabel. Darüber wird dann der Datenverkehr zwischen SD2I-EC und dem C64 abgewickelt, denn der 64er denkt ja, das sei eine Floppy, also wird es auch mit so einem seriellen Kabel angeschlossen. Das serielle Kabel ist bei meinen SD2I-ECs also immer dabei. Ein schönes, kurzes, dann gibt das nicht so einen Kabelsalat. Denn das Gerät selbst wird ja direkt am C64 angeschlossen, da braucht es also kein langes Kabel. Funktionieren würden auch längere serielle Kabel bis maximal 1,5 Meter. Das ist auch so ein genereller Tipp mit den 1,5 Metern. Die serielle Datenübertragung könnte bei längeren Kabeln einfach so ein bisschen gestört, beeinflusst werden, also maximal 1,5 Meter. Der Anschluss eines solchen SD2I-EC ist also denkbar einfach. Man steckt einerseits natürlich das SD2I-EC ein, in dem Fall in den Expansion Port. Ich habe hier noch so einen kleinen Adapter dran, einen 90° Adapter, damit man von vorne das Display gut sehen kann. Und dann wird natürlich die serielle Datenverbindung gesteckt. Und zwar einmal auf dieser Seite am SD2I-EC und dann natürlich in den seriellen Port des C64. Vorher bei solchen Geschichten natürlich den C64 abschalten. Hot-Plugging funktioniert hier nicht, beziehungsweise es kann immer sein, dass man da Chips im Inneren des C64 beschädigt. Dann natürlich die SD-Karte einlegen und den C64 einschalten. Das SD2I-EC zeigt also an Ready, Geräteadresse 08. Das ist die Adresse, unter der wir das Laufwerk ansprechen. Am seriellen Bus des C64 müssen die seriellen Geräte, die da kaskadiert, man sagt auch Daisy Chain, angeschlossen sind, jeweils unterschiedliche Adressen haben, normalerweise 8, 9, 10, 11 und das erste Laufwerk ist eben die 8. In diesem Fall ist nur das SD2I-EC dran, also sowieso die 08. Und dann geht's los. Der erste Zugriff, wir holen uns erstmal das Inhaltsverzeichnis des SD2I-EC bzw. der SD-Karte. Mit List können wir uns das anschauen. Dann haben wir hier ein paar Sachen drauf. Ich nehme mal das Witzbold-Pick, weil das auch nur 22 Blocks hat. Das geht dann immer so halbwegs schnell. Also Load, Witzbold-Pick, 8, Geräteadresse des SD2I-EC und dann der Doppelpunkt, damit das dahinter ignoriert wird. Und dann wird geladen. Nebenbei zeigt das SD2I-EC also an, L für Load und witzboldpick.prg. So, das ist fertig. Dann können wir das mit Run mal eben anschauen. Und da ist also das Witzbold-Pick. Als nächstes, wenn etwas in einem Verzeichnis drin ist, so wie hier im Games, das ist also ein Directory, also ein Verzeichnis. Um jetzt das Verzeichnis händisch zu wechseln, ist ein relativ aufwendiger Befehl notwendig. Ich zeige ihn trotzdem mal eben. Open 15,8,15, Anführungsstrich CD für Change Directory / Games, Anführungsstrich, Doppelpunkt, Close 15. Eingabe, Ready. Jetzt hat er aber nur das Verzeichnis gewechselt. Er hat noch nicht geladen, was in dem Verzeichnis drin ist. Wir müssen also wieder Load String, 8 eingeben. Das dauert jetzt ein bisschen länger, weil da einige Programme drin sind. So, und wieder mit List anzeigen lassen. Und jetzt sieht man hier also eine relativ lange Liste von Spielen. Hier kann man jetzt wieder reingehen in die Liste Load Spiel, 8 und laden. Das ist natürlich relativ aufwendig. Da gibt es was deutlich Besseres, nämlich einen sogenannten File-Browser. Den packe ich auch immer gleich drauf auf die SD-Karte.
damit man den gleich dabei hat. Nennt sich also File-Browser. Ich kann auch hier einfach eingeben F Sternchen, weil hier keine andere Datei, die mit F beginnt, drauf ist, 8. Dann dauert das einen kleinen Moment, weil es eben nur 9 Blocks sind oder 9 Blöcke. Und dann kann ich den mit Run starten. Und jetzt zeigt mir mein File-Browser eben das Verzeichnis der SD-Karte an, genauso wie wir die eben von Hand aufgerufen haben. Wenn ich also jetzt mein Witzbold-Pick laden möchte, dann brauche ich nicht Load Name, 8 eingeben, sondern ich navigiere über die Cursor-Tasten dahin, drücke auf Return und dann wird das Programm geladen und auch gleichzeitig gestartet. Man spart sich also auch noch das Eingeben von Run. Hat geklappt. Nun gibt es ja Spiele, die über mehrere Diskettenseiten gehen. Ich lade erstmal wieder meinen File-Browser, um das zu demonstrieren. Und zwar habe ich hier in Games einige Spiele und am Ende dieser langen Liste ist dann auch ein Verzeichnis mit ganzen Disketten. Hier sind es ja alles PRGs. Es können aber auch sogenannte Disketten-Images gelesen werden. Das sind dann D64-Dateien für ein C64 bzw. eine Floppy 1541. Es gibt auch D71 und D81-Images für eben die Floppy 1571 und 1581. Funktionieren mit den SD2AECs also ganz genauso. Kleiner Tipp noch zum Navigieren mit dem File-Browser. Man kann also hier über F7 immer gleich eine ganze Seite runterspringen, mit F5 die gleiche Seite wieder hoch. Das heißt, mit ein paar Tastendrücken ist man also gleich ganz unten. Hier ist das Verzeichnis Disks D64, da habe ich meine Disketten drin. Und das sind also alles jetzt Diskettenseiten, also Spiele, die auf einer kompletten Diskettenseite gespeichert sind, eben als D64-Image. Um das jetzt gleich nochmal ein bisschen zu verschärfen, das ist wieder ein Directory, Bard's Tale, weil Bard's Tale aus mehreren Diskettenseiten besteht. Sehe ich jetzt auch gleich, ich gehe jetzt in das Verzeichnis rein. 3 Diskettenseiten, beziehungsweise 3 Disketten. Und die werden eben als D64-Image auf der Karte gespeichert. Das ist jetzt die geöffnete Diskette Nummer 1. Das sind die Programme, die auf dieser Diskette drauf sind. Da lade ich natürlich das erste. Das SD2AEC zeigt also auch alles ganz genau an. Wir befinden uns in dem Image oder auf der Diskette Bard's Tale 1 D64 und es wird geladen EA2.PRG. Da ist er also gerade dabei. Wieso nehme ich jetzt gerade Bard's Tale? Weil Bard's Tale eben mehrere Diskettenseiten hat und ich möchte gleich den Disk Swap zeigen. Disk Swap ist ein virtueller Diskettenwechsel. Beim echten Laufwerk würde man ja bei einem Spiel, das über mehrere Diskettenseiten geht, die Diskette wechseln müssen. Beim SD2AEC erledigt man das über einen Disk Swap, eben einen virtuellen Diskettenwechsel. Und wie das geht, das zeige ich gleich. Beim Weiterladen hat man jetzt gerade schön gesehen, es werden also die Dateien nacheinander geladen, also auch nachladende Spiele kann das SD2AEC natürlich. So, das ist jetzt genau der Punkt, da würde Bard's Tale jetzt einen Diskettenwechsel verlangen, beziehungsweise tut das auch. Insert Character Disk and press a key. Jetzt sind 2 Sachen erforderlich, die man am SD2AEC macht. Die erste Sache ist immer nur einmalig pro Spiel erforderlich, nämlich das Erstellen einer sogenannten Disk-Swap-Datei. Das passiert automatisiert, indem man die beiden Disk-Swap-Taster gleichzeitig drückt. Die sind auch an jedem SD2AEC vorhanden. Disk-Swap einmal Disk hoch oder Disk runter schalten. Wenn man sie beide zusammendrückt, wird eine Disk-Swap-Datei erstellt, zeige ich gleich noch. Das quittiert das SD2AEC mit so einem kurzen Leuchten und jetzt kann man über die beiden Taster jeweils einzeln Disketten, also eine Diskette hoch oder eine Diskette runterschalten, wird dann auch jeweils wieder quittiert mit so einem kleinen Flackern der roten LED. And press a key und schon sieht man, dass jetzt also wieder nachgeladen wird. Man hat also jetzt die Diskette virtuell gewechselt und Bard's Tale bekommt seine weiteren Dateien, die es braucht. Und schon kann es losgehen mit dem Spiel starten. Diese Disk-Swap-Datei, die kann ich mal kurz zeigen. Ist nämlich keine große Zauberei dahinter. Also in Games, in Disks, in Bard's Tale. Da ist jetzt eine autoswap.gen. Und wenn wir uns die mal öffnen mit einem Editor, einem ganz normalen Texteditor, dann sehen wir also hier, dass da lediglich die verkürzten Namen der 3 Disketten in diesem Verzeichnis aufgelistet sind. Hierdurch weiß das SD2AEC, aha, das sind meine 3 Disketten, die für dieses Spiel in Frage kommen. Und so kann man mit dem Disk Swap eben, mit den Tastern quasi jetzt von Diskette 1 zu 2 zu 3 oder andersrum auch von 3 zu 2 zu 1 schalten.
Man kann sich solche Textdateien auch von Hand erstellen, ist aber ja ganz praktisch, dass die SD2IECs das einfach automatisiert machen. Ein kleiner Hinweis dabei: Mit dem automatischen Erstellen werden alle Dateien, die sich in einem Verzeichnis befinden, in die Diskswap-Datei aufgenommen. Es empfiehlt sich also für jedes Spiel tatsächlich einen eigenen Ordner anzulegen, sodass dann auch nur die Disketten, die zu diesem Spiel gehören, in der Diskswap-Datei auftauchen. Das war also schon die grundsätzliche Bedienung eines SD2IEC. Möchte man jetzt das SD2IEC gleichzeitig mit einem echten Diskettenlaufwerk betreiben, beispielsweise um Daten zu kopieren, muss man das entsprechend anstecken. Das zeige ich jetzt. Als erstes natürlich wie immer den C64 ausschalten. Dann braucht man natürlich ein Floppy-Laufwerk. Ich habe hier eine 1541-2 und die hat auf der Rückseite einige Anschlüsse. Natürlich das ganz normale Stromkabel, das brauchen wir sowieso, und zweimal das serielle Interface. Ich gehe jetzt also hier vom C64 über das serielle Kabel in das SD2IEC rein und werde dann von diesem seriellen Ausgang in einen seriellen Eingang der Floppy gehen. Man kann das aber genauso gut andersrum machen, dass man vom seriellen Ausgang des C64 in die Floppy reingeht und von der Floppy zum SD2IEC, wenn das SD2IEC eben nur einen seriellen Anschluss hat. In dem Fall mache ich so rum. Was weiters noch zu beachten ist, das ist diese Geschichte mit den Geräteadressen, also hier Device-Nummer. Das sind zwei kleine DIP-Schalter, die sich jeweils nach unten bzw. eben zurück auch nach oben bewegen lassen. Wir stellen jetzt hier den ersten DIP-Schalter nach unten, damit hat diese Floppy die Geräteadresse 9. Das SD2IEC bleibt auf Geräteadresse 8, hätte aber hier genau die gleichen DIP-Schalter, mit denen man auch das SD2IEC umstellen könnte. Bleibt in dem Fall wie gesagt auf 8 und die Floppy geht auf 9. Damit ist das soweit vorbereitet, jetzt muss noch verkabelt werden, das zeige ich eben von hinten. Also wir brauchen natürlich eine Floppy, ein Diskettenlaufwerk. Dieses Diskettenlaufwerk bekommt Spannung und es bekommt einen seriellen Anschluss. Ich habe hier wieder so ein kurzes Kabel, einfach nur damit mein Kabelsalat hier auf dem Tisch nicht so groß ist. Das eine Ende kommt also in eine freie serielle Buchse beim SD2IEC und das andere Ende natürlich in eine serielle Buchse des Diskettenlaufwerks. Damit ist diese Verkabelung soweit auch schon komplett. Dann natürlich die Geräte einschalten. Und jetzt kann ich beide Geräte ansprechen über eben 8 für das SD2IEC oder 9 für das Diskettenlaufwerk. Ich nehme mal die Diskette von meinem XOM 1541 Video. Warum ich das jetzt so explizit erwähne, sage ich am Schluss. Ist noch ein ganz guter Tipp dann. So, das Verzeichnis der Diskette, in dem Fall jetzt mit 9, um eben auf das physische Laufwerk zuzugreifen. Mit List das Verzeichnis anschauen, das hat also geklappt soweit. Genauso kann ich mir das Verzeichnis der SD-Karte anschauen, wie gehabt, Loadstring 8. Und jetzt möchte ich mal das Witzbold-Pick von der SD-Karte auf die Diskette kopieren. Bei einfachen PRGs kann ich das einfach machen, indem ich das Programm lade, also ganz normal wie bisher auch, 8 von der SD-Karte. Dann dauert das wieder einen kleinen Moment. Und jetzt mit Save einfach dieses Programm, das sich jetzt im C64-Speicher befindet, einfach speichern. Auch wieder einen Namen vergeben. Man kann hier dann auch einen anderen Namen nehmen, das ist also egal. Und jetzt auf 9. Weil wir jetzt ja eben vom C64-Speicher auf die Diskette schreiben wollen. So, Saving, die Diskette arbeitet. So, fertig gespeichert. Dann schauen wir uns mal an, ob das auch funktioniert hat. 9 und List. Da ist also unser Witzbold-Pick, welches wir jetzt in dem Fall von Diskette laden, anstatt eben von der SD-Karte. Wieder die Geschichte, man muss hier natürlich einen Doppelpunkt setzen, sonst interpretiert der C64 alles, was nach der 9 steht, auch noch, beziehungsweise er versucht es, kann es natürlich nicht in dem Fall, Syntax Error, also den Doppelpunkt dazwischen, dann ist alles dahinter für ihn nicht mehr relevant. Wie man hier sieht, das SD2IEC ist also bei dieser ganzen Geschichte vollkommen inaktiv, da werden einfach nur die Signale durchgeleitet von der Floppy. Die ist fertig und dann können wir uns auch das Spielchen mal wieder anschauen, beziehungsweise das Bild. Jawohl. Das hat also geklappt soweit. So wäre es natürlich sehr mühsam, jetzt ganze Disketten kopieren zu wollen. Es gab früher auch schon Kopierprogramme für den C64. Das Problem bei diesen klassischen Kopierprogrammen ist, dass die also zuweilen auf die Hardware des Diskettenlaufwerks zugreifen wollten. Das funktioniert natürlich beim SD2IEC nicht.
Da gibt es aber eine ganz klasse Alternative und die nennt sich DRA-Copy. Und dann habe ich hier ein Programm drauf, das sich da nennt DBC 6410E, also DRA Browser und DRA Copy für den C64 in der Version 1.0e. Das muss man natürlich erstmal wieder laden. 8, also vom SD2IEC. Dauert wieder einen kleinen Moment. Warum habe ich jetzt dieses DRA-Copy-Programm nicht standardmäßig auf den SD-Card mit drauf bei meinen SD2IECs, wenn ich die ausliefere, sondern nur den File-Browser? Der File-Browser ist mit 9 Blöcken etwas kleiner. Dieses DRA-Copy-Programm, das braucht man eben eigentlich nur zum Hin- und Her-Kopieren zwischen echtem Diskettenlaufwerk und einem SD2IEC. Für einen normalen Anwendungsfall, um eben Spiele von der SD-Karte zu laden, reicht also der kleine File-Browser vollkommen aus. Man spart sich also immer ein paar Sekunden Ladezeit, wenn man den kleinen File-Browser nimmt, anstatt dieses größere DRA-Copy-Programm. So, das ist soweit fertig geladen. Das ist also die Startoberfläche vom DRA-Copy. Beim Start scannt DRA-Copy automatisch den seriellen Bus ab und findet alle Geräte, die da angeschlossen sind und natürlich eingeschaltet sind. So haben wir also hier erstmal das SD2IEC, wie hier zu erkennen, und das ist der Inhalt des SD2IEC. Jetzt kann ich über F3, F5 mein Gerät hoch oder runter schalten. In dem Fall habe ich nur die beiden Geräte, da ist es egal. Und dann wird eben umgeschaltet auf die 1541. Da wurde auch gerade der Lesezugriff angezeigt. Und das ist der Inhalt meiner Diskette. Dann könnte ich beispielsweise über Delete, also hier rechts steht auch alles schön dran, über Delete kann ich jetzt Files löschen. Ich lösche mal das Witzbold-Pick wieder. Diskette arbeitet. Und das neue Verzeichnis wird auch gleich geladen, ohne Witzbold-Pick. Dann schalte ich nochmal um auf mein SD2IEC und dann machen wir schon mal den ersten Kopiervorgang mit C. Und zwar möchte ich wieder das Witzbold-Pick mit Leertaste markieren, dann auf Copy und jetzt Select Destination Drive and Directory. Hier also wieder umschalten auf meine 1541. Ich möchte kein Unterverzeichnis in dem Fall haben, sondern direkt natürlich auf die Diskette drauf. Also Return. Jetzt wird mein Witzbold-Pick Programm in dem Fall, auch wenn es nur ein Bild ist, von der SD-Karte auf die Diskette kopiert. Die Diskette arbeitet. Das neue Diskettenverzeichnis wird auch gleich wieder geladen. Witzbold-Pick ist also drauf. In DRA-Copy, ich habe ja vorhin gesagt, DRA-Browser, DRA-Copy ist eben auch ein File-Browser. Im Prinzip ist das auch dieser File-Browser schon integriert. Wenn ich also jetzt hier auf dieses Witzbold-Pick-Programm gehe und starte, dann wird das automatisch geladen und danach gestartet. Jetzt eben von Diskette. Hätte ich es von SD2IEC haben wollen, hätte ich mit F3, F5 nochmal eben das Device wechseln müssen. Das Witzbold-Bild von der SD-Karte auf die echte Diskette zu kopieren und von der Diskette in den C64 zu laden, hat also soweit funktioniert. Andersrum funktioniert das genauso. Man muss natürlich dann die Devices tauschen, sodass eben dann von Diskette auf die SD-Karte kopiert wird. Was jetzt, wenn man es mal nicht nur für ein Programm braucht, sondern eine ganze Diskette als D64-Image auf die Karte speichern möchte, um dann diese Image-Datei letztendlich am PC zu speichern und zu sichern. Dazu braucht es zwei Sachen. Einmal muss auf der SD-Karte ein leeres Disketten-Image erzeugt werden, eine D64-Datei, und dann wird in diese leere D64-Datei der Inhalt der Diskette reinkopiert. In DRA-Copy gestaltet sich das dann wie folgt. Erstmal wieder laden, load db Sternchen. Und run. DRA-Copy scannt jetzt erstmal wieder den seriellen Bus ab. Was wir jetzt brauchen, ist ein leeres Disketten-Image auf der SD-Karte. DRA-Copy kann ein solches leeres Disketten-Image erzeugen. Das verbirgt sich hier unter dem Menüpunkt Other. Und zwar hier Make Image. Also I, Name, sagen wir erstmal Test D64. Auf Return. Jetzt wird das neue Image erzeugt. Also Track 01, Sektor 15, 16, 17, 18. Wie man das beschleunigen kann, zeige ich gleich im Anschluss. So, damit ist das Disk-Image also erstellt. Dann einmal auf Escape, weil wir aus diesem Menüpunkt rausgehen wollen. Da oben ist das Disk-Image, Test 64, genauso wie ich es eben benannt habe.
Zum eigentlichen Kopiervorgang der Diskette in dieses leere Disketten-Image muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Also erstmal zur Diskette wechseln. Das ist wieder das Inhaltsverzeichnis der Diskette. Und dann ist hier K der Disk-Copy-Befehl. Select Destination Drive. Jetzt einmal wieder über F3 oder F5 wechseln aufs SD2IEC. Und jetzt das Test D64 mit einem Cursor nach rechts öffnen. Aus Sicht des C64 ist das also jetzt eine leere Diskette. Und hier können wir jetzt diese andere Diskette, die sich physisch im Laufwerk befindet, reinkopieren. Das Ganze mit Return. Auch hier kommt nochmal kurz die Sicherheitsnachfrage. Yes, ja, wollen wir. Und dann beginnt der Kopiervorgang, der natürlich jetzt auch wieder seine Zeit lang dauert. Nebenbei kann man hier sehen, wie das Diskettenlaufwerk arbeitet, in dem Fall lesend. Und das SD2IEC gleichermaßen arbeitet, in dem Fall schreibend. Das wird durch die rote LED angezeigt und zwar auf die Diskette Test D64 bzw. in das Disketten-Image Test D64. Das hat also jetzt ein paar Minuten gedauert. Ich habe mir zwischendurch einen Kaffee geholt. Das war früher auch schon so, dass man die Zeit hatte für Kaffee. Die Kaffeespezialitäten an sich, die haben sich ein bisschen verändert. Write Errors occurred, Print Yes oder No. Bei Print Yes oder No habe ich keinen Unterschied feststellen können. Ist vielleicht nur, wenn man den Drucker angeschlossen hat, habe ich hier nicht. Genauso mit den Write Errors. Entweder einfach nochmal probieren und dann ist er normalerweise weg oder einfach ignorieren. Ich habe noch bei keiner meiner getesteten Disketten jetzt einen Write Error feststellen können. Die haben also als Image, als D64-Image wunderbar funktioniert alle. Und dass das funktioniert hat, das möchte ich natürlich kurz zeigen. Dazu lege ich diese SD-Karte, die jetzt den Inhalt der Diskette enthält, in einen Kartenleser am PC ein. Sieht man also hier, Test D64. Die kann man natürlich so nicht öffnen. Ich werde das mal eben in Winwise laden. Und zwar muss ich dazu das Disk-Image erstmal attachen. Test D64. Und jetzt müsste ich mir hier am PC über die Tastatur das Verzeichnis laden können und auch anzeigen. Das sieht gut aus. Und dann nehmen wir wieder das Witzbold-Pick. Wise hat genau die gleichen Ladezeiten, beziehungsweise simuliert sie wie eben am 64. Man kann ja auch einstellen, dass das Ganze im Warp-Modus läuft, dann dauert es nicht so lang. Run. Und hier haben wir also wieder unser Witzbold-Pick. Das hat also wunderbar funktioniert, jetzt von einer echten Diskette ein D64-Image zu erstellen. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich hätte noch einen Tipp, wie man das Erstellen einer solchen leeren Image D64-Datei beschleunigen kann. Und zwar funktioniert das direkt am PC, bei eingelegter SD-Karte in irgendeinen Kartenslot am PC, über das Programm CBM Transfer. Das bietet dann über den Button New DNN eben die Möglichkeit, eine solche leere Image-Datei zu erzeugen. Und das machen wir jetzt auch mal direkt. Hier wird gefragt, wie sie heißen soll. New D64 übernehme ich so, genauso der Header für die Diskette übernehme ich auch so. Und schon ist also hier eine New D64 erstellt, innerhalb von einer halben Sekunde, also doch deutlich schneller als das, was vorhin am Dracopy gelaufen ist. Und noch so ein kleiner Zusatztipp, man muss jetzt nicht ständig CBM-Transfer aufmachen und über New DNN so eine leere Image-Datei erzeugen. Man kann das auch direkt über einen Dateibrowser erledigen. Und zwar indem man jetzt die New DNN einfach kopiert und wieder einfügt. Und schon hat man eine weitere DNN. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass die zwar als leere Image-Datei erstellt wurden, aber der Speicherplatz von 170 KB eben für eine Diskette bereits reserviert ist auf der SD-Karte. Die lösche ich mir mal wieder, die brauchen wir nicht weiter. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel, nur andersrum. Eine D64-Datei von der SD-Karte auf eine echte Diskette kopieren. Hierzu nehme ich mir mal von der Seite c64games.de das Spiel California Games. Das lade ich mir jetzt mal runter als Diskette. Speichere ich in mein Testverzeichnis. Das Entpacken, Entzippen habe ich jetzt hier rausgelassen. Da weiß hoffentlich jeder, wie es geht. Ich habe also jetzt hier in meinem Testverzeichnis ein California Games mit 3 Diskettenseiten. Die kopiere ich mir jetzt alle auf die SD-Karte. So, die sind drauf. Und dann die SD-Karte in das SD2IEC einlegen. Dann brauchen wir unser Dracopy, also Load
dB Sternchen, 8. Das kann man immer schön mitverfolgen am SD2IEC, wann das fertig ist mit Laden. Mit Run starten. Da haben wir unsere SD2IEC, da sind unsere 3 California Games Disketten. Dann gehen wir mal kurz auf die 1541, das war die Diskette, ja, war eh nur meine Testdiskette. Die können wir überschreiben, die lasse ich jetzt also einfach drin. Dann zurückwechseln. Einmal in die Diskette reinschauen, also mit Cursor nach rechts öffnet man quasi eine Diskette, man könnte auch sagen, man mountet sie, sodass der C64 jetzt denkt, das sei also eine eingelegte Diskette. Und dann gehen wir rüber auf Other und hier also wieder K für Disk Copy, dann Select Destination Drive, das heißt ich springe wieder rüber auf meine Diskette, also auf mein Diskettenlaufwerk, auf die echte Diskette und dann Return. Er fragt nochmal wieder nach, ist auch gut so, denn die Diskette wird natürlich überschrieben. Alles, was auf der Diskette jetzt drauf ist, ist dann gleich nicht mehr drauf, sondern der neue Inhalt. Aber das wollen wir haben mit Yes und schon geht's los. Man hört auch das schöne Schnarren. Track 1, Sektor 01234, wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Auch diese Aktion kann man wieder schön an den Geräten mitverfolgen. Wir befinden uns beim SD2IEC in der Diskette bzw. dem Disketten-Image California Games 1 D64 und die Floppy schreibt. Das muss man jetzt noch für die anderen beiden Disketten machen. California Games hat ja 3 Disketten. Das neue Inhaltsverzeichnis wurde automatisch geladen. Diese Diskette ist also soweit geschrieben. Soweit, denke ich, ist man jetzt also erstmal gewappnet für den Umgang mit einem SD2IEC und einem echten Floppy-Laufwerk. Eine Sache hätte ich noch, und zwar, wenn man natürlich die Floppy auf 9 gestellt hat und das SD2IEC auf 8 oder auch andersrum, ist egal. Es gibt Programme, in denen ist einfach hardcodiert verankert, dass sie von Device 8 lesen. Das äußert sich dann manchmal so, dass man das Programm zwar von 9, also von Geräteadresse 9 laden und starten kann. Wenn das Programm aber dann was nachladen möchte, dann greift es wiederum auf die Geräteadresse 8 zu. Da gibt es einige Spiele und das funktioniert dann natürlich nicht. Da muss man sich halt dann leider auf diesen sauren Apfel einlassen und eben auf der Geräteadresse 8 dieses Spiel laden und spielen. Wenn man jetzt so eine dicke, fette Diskettenschachtel hat, prall gefüllt, so wie man die früher ja gerne mal hatte. Ich habe auch noch 2, 3 da stehen. Und möchte die als D64-Dateien am PC speichern. Dann haben wir gesehen, ist das mit Dragcopy eine relativ langwierige und umständliche Geschichte. Dragcopy ist eines der zuverlässigsten Programme, aber eben nicht das schnellste. Was ich da empfehlen würde, das wäre ein XOM 1541, mit dem man ein Commodore Floppy-Laufwerk direkt am PC anschließen kann über USB und dann mit dem Programm CBM Transfer direkt am PC seine Disketten zu D64-Dateien umwandeln lassen kann. Und das war es jetzt aber auch wirklich für dieses Video. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche eine gute Zeit. Bis demnächst.